Leider befindet ihr euch nicht in Mittelerde, sondern in Sanctorio, wo euch Armeen von Dämonen auf euch wartet und natürlich euch niedermetzeln möchte. Und hier sind natürlich gleich die besten Tipps und Tricks für die Open Beta, also seid gespannt. Wie ihr sehen könnt, das ist die Karte von Sanctorio, beziehungsweise ein Teil davon, zersplitterte Gipfel, absolut gewaltige Map und sehr cool designt. Schaut auf jeden Fall, dass ihr alle Wegpunkte bekommt und natürlich auch alle Statuen. Ich werde auch separat noch ein Statuen-Update geben, aber denkt dran, unten ist die Karte verlinkt, eine interaktive Karte, da könnt ihr alles entdecken, aber hier einfach mal die grobe Ansicht. Tipp Nummer 2, Interaktionsrad. Da könnt ihr den Dungeon verlassen. Das wusste ich eine ganze Zeit lang nicht und bin immer in die Stadt teleportiert. Was für ein loster Typ bin ich denn wohl? Aber egal, jetzt habt ihr den besten Tipp ever. Bevor ihr überhaupt einen Dungeon verlassen könnt, solltet ihr auf jeden Fall auch einen Dungeon betreten können. Da würde ich euch empfehlen, die Magierin, fangt erstmal mit der Elektropeitsche an. Für jeden Sadomaso-Fan auf jeden Fall das Must-to-Have. Dann die Kettenblitze für viele Mobs zu killen auf einmal. Dann den Teleportationszauber, damit man auch schnell escapen kann. Die Hydra, absolut geil, vor allem wenn du 2 Hydras beschwören kannst mit jeweils 4 Köpfen und mit den Beschwörungsschaden mehr Schaden machst. Richtig geil. Defensivfähigkeiten sind eigentlich unnötig und dann haben wir noch die ultimative Fähigkeit mit der Crit-Chance zu erhöhen. Richtig geil. Zum Schluss kommen natürlich die Items, die könnt ihr euch jetzt in Ruhe anschauen. Stoppt einfach dafür, lest mal durch, was ich so habe. Es ist kein geiles Endbild, aber es funktioniert tadellos und ich kann damit alles machen, was ich will. Natürlich werde ich jetzt diesmal den Totenbeschwörer probieren. Zieht's auf jeden Fall rein, probiert's und genießt die Zeit in der Open Beta. Während ihr eure Ausrüstung zusammensucht, könnt ihr Rohstoffe sammeln, wie zum Beispiel diese Galgenreben. Und diese sind global für jeden Charakter zugänglich und seht ihr hier in der Elementarliste. Während ihr das Ganze sammelt, könnt ihr auch natürlich die Statuen von Lilith finden. Mit Willpower für jeden Charakter. Wie geil ist das denn? Und wenn ihr genügend Willenspower habt, könnt ihr auch die Events versuchen zu gewinnen. Mit Villain. Wow, der war richtig schlecht. Aber ist auf jeden Fall interaktiv die ganze Map und sehr belebt. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Welt ist sehr düster. Trotzdem das gesamte Paket läuft auf jeden Fall schon mal sehr flüssig. Falls ihr genug habt und ihr braucht einfach eine kleine Pause, wollt euch hinlegen, eine Runde schlafen, dann macht den PC aus. Aber ansonsten würde ich euch empfehlen, in die Stadt zurückzureisen. Dort gibt es einiges zu entdecken, wie zum Beispiel die Beutetruhe. Dort könnt ihr einfach eure Sachen ablegen, die ihr gerne wieder verwenden möchtet, oder zum Beispiel auch Diamanten, Schädel, um einfach eure Gegenstände zu verbessern, die natürlich einen Sockel haben. Und neben der Beutetruhe findet ihr auch die Kommode. Dort könnt ihr einfach komplett euer Equipment umändern, falls euer Aussehen einfach nicht mehr so passt, wie ihr wollt. Mit Farbe, komplettes Design. Und die Frage ist halt, wie kriegt ihr diese Varianten? Dazu müsst ihr Gegenstände verwerten, die ihr noch nicht hattet. Das kommt jetzt im nächsten Part. Beim Schmied könnt ihr dann eure Gegenstände verwerten. Entweder tut ihr diese ganze manuell verwerten oder natürlich einfach alle Gegenstände, wie ihr Bock habt. Legendaries sind natürlich ein bisschen schmerzhafter, diese zu verwerten, aber irgendwann ist es auch normal. Und damit genießt ihr dann euer neues Design. Eine der wichtigsten Sachen im Spiel sind die Aspekte. Das sind im Grunde die Eigenschaften bei den Legendaries und diese könnt ihr entweder freispielen in verschiedenen Dungeons, die ihr dann auch beim Okkultisten einlösen könnt auf bestimmte Gegenstände. Andere Möglichkeit wäre natürlich, ihr geht in die Stadt, geht zum Okkultisten und verwertet eure legendären Gegenstände, die ihr gerade tragt, einfach indem ihr die Sachen extrahiert, also die Eigenschaften, und dann auf ein neues Item anwendet. Man sollte aber davor wissen, dass man es nur ein einziges Mal machen kann auf ein Item. Danach geht das leider nicht mehr. Und falls ihr einen legendären Gegenstand haben wollt und ihr habt noch ein seltenes, also ein gelbes, bitte reroll die Eigenschaften erstmal, damit ihr bessere Stats habt und dann tut ihr das in ein legendäres umwandeln. Ganz wichtiger Tipp und Trick. Nun kommen wir zu den wichtigsten Tipps und zwar Ashava. Hier haben wir ganz viele Probleme gehabt beim ersten Fight und ich glaube, die Tipps werden euch helfen. Das erste, was ihr von Ashava erlebt, ist die Fähigkeit zu springen, wie ein Frosch und ganz weit weg. Und ihr wollt natürlich schnell killen, also rennt ihr hinterher. Und darauf folgt meist dann ein Ashava Smash.
Hoher Flächenangriff, macht massig Schaden, aber kann nicht unbedingt gleich killen. Aber der Ashava Snap, wie eine Schildkröte, tötet euch garantiert, wenn ihr nicht gerade eine Barriere anhabt oder allgemein unverwundbar seid. Also passt auf jeden Fall darauf auf. Als nächstes kommt der Ashava Roundhouse Sichelkick, keine Ahnung, wie man das bezeichnet. Aber bleibt in diesem Fall immer unter Ashava, denn da ist euer Save Point. Egal was ihr macht, egal beim Smap, beim Smash, beim Roundhouse oder bei den 2 folgenden Attacken, und zwar nämlich die Ashava Übelkeit, die kommt nämlich gleich, da spuckt sie richtig viel Kotze aus und dadurch entstehen auch Giftlachen. Passt einfach nur darauf auf, dass ihr nicht permanent da drin steht, am besten gute Giftresistenz, aber unter ihr seid ihr absolut sicher. Sagt man eigentlich ihr oder ist es ein er? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Mist. Und danach kommt Ashava Häufchen verstecken. Naja, sie behandelt euch als Scheiße, also wollt sie euch mal eingraben. Bleibt aber genau in der Mitte. Trifft sie euch nicht. Sie trifft euch nicht. Ich hoffe, die Tipps können euch helfen. Mein Fazit zu Diablo 4, es lohnt sich auf jeden Fall, vielleicht nicht den vollen Preis zu zahlen, aber zumindest die Standardversion kann man sich geben. Insgesamt wirkt die Welt sehr abgerundet, schön düster, dunkel, man hat einfach die perfekte Atmosphäre. Sie wirkt trotzdem lebendig genug, also man fühlt sich nicht alleine, also egal was ist. Mobs werden überall auftauchen, irgendwelche Events, irgendwelche kleinen Dungeons oder gegebenenfalls so Kellermäßiges, irgendwas Kleines. In den Städten selber fühlt man sich jetzt dann leider dafür umso mehr falsch, denn die ganzen Spieler sind einfach zu viele. Es fühlt sich nicht mehr an, als wäre man irgendwie der einzige Protagonist und rettet wirklich die Welt vor Lilith. Oh, die schöne Mutter. Deswegen, ich bin mir noch etwas unsicher, auch von den Skills her bin ich noch nicht überzeugt. Es wirkt noch nicht so richtig, wie soll man sagen, hat einen gewissen Impact. Und ich hoffe, die machen auf jeden Fall da ein paar Änderungen, werden es auch noch reinbringen. Aber es kann auch sein, dass wir halt einfach nur bis Level 25 dementsprechend noch nicht alles erfahren durften. Das wird wahrscheinlich noch geiler, wenn wir die nächsten Gegenstände haben, wie zum Beispiel heilige Gegenstände. Da können wir auf jeden Fall drauf gespannt sein. Was sagt ihr zu Diablo 4? Kann man das auf jeden Fall sich geben oder wartet ihr noch ab, bis auch die Preise sinken? Wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, dann bitte lasst doch ein Abo da. Würde mich riesig freuen und wir sehen uns auf jeden Fall bei Diablo 4, oder?